Hey Skatfreunde, diese Woche möchte ich mal die Grundlage legen für ein neues Themengebiet, für ein ganz schön dickes Brett, was ich mit euch bohren möchte. Skatpsychologie, also das Spiel im Spiel, die mentale Stärke, die es braucht, um gerade auch mit Rückschlägen umzugehen. Das ist ein unterschätzter Bereich, in dem ihr ganz gut vorankommen könnt, wenn ihr ernsthaft daran interessiert seid, euer Spiel noch zu verbessern. Zumindest ist das eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Denn es gibt ja wirklich viele Spieler, die eine gerade Karte spielen, die die Punkte zählen, die Augen zählen, die einen schönen Siegplan entwickeln können. Und trotzdem gibt es eine Handvoll Spieler, die einfach überragend sind, die noch ein bisschen was anders machen. Da trennt sich einfach die Spreu vom Weizen und ich bin überzeugt, dass das vor allen Dingen auch eine Kopfsache ist, wie mit den Niederlagen, wie auch mit den Fehlern, die das Spiel so für einen bereithält, umgegangen wird. Und zum Glück habe ich jetzt auch eine ganz schöne Verteilung gefunden, an der ich mal den ersten Bereich, den ich heute mit euch besprechen möchte, zeigen kann. Ihr wisst ja, die meisten Verteilungen, die ich zeige, die sind nicht konstruiert, sondern das sind Partien, die wirklich so gespielt wurden. So auch diese hier muss einige Jahre her sein, in der ersten Herren-Bundesliga. Stefan Hink von den Glücksrittern Euthen bekam in Vorhand folgendes Riesenspiel. 2 Buben, Fünferlänge geschlossen von oben, Ass 10 Lusche, wurde angepasst, und was lag nun näher, als Krang Hand zu spielen? Hat er auch gemacht, und wenn man es nicht wirklich komplett schon durchgedacht, durchgerechnet hätte, käme man auch vielleicht leicht auf die Idee, dass das Spiel unverlierbar ist. Bube sollte natürlich nicht gespielt werden, gegen 2 Buben ist das natürlich eine Todeskarte, sondern über die Dörfer. Kreuz Ass wurde gespielt, wurde gestochen, soweit noch so harmlos. Dann jedoch fiel das Karo Ass rein. Das ist natürlich nicht die beste Nachricht, wobei der Spieler weiß jetzt wenigstens zuerst, was im Skat liegt. Es sind die beiden Kreuz Luschen. 24 Augen, allzu viel Gedanken macht er sich vielleicht noch gar nicht in dem Moment. Jetzt kommt natürlich schon der zweite Stich, Karo König 10, und auf 14 Augen darf er jetzt natürlich die Herz Lusche nicht abschmeißen, denn dann sind es 38, und dann wird auf die Kreuz 10 erneut gewimmelt mit dem Buben. Das geht also nicht, die muss er also stechen. So, Kreuz 10, direkt für klare Verhältnisse sorgen, alles andere macht auch keinen Sinn. Es wird gewimmelt, das war ja ganz offensichtlich, wie die Karte verteilt ist, also keine große Schwierigkeit für Mittelhand, das jetzt zu erkennen, dass sein Partner noch einen Buben haben muss. Und schon liegen da 47, und wie es dann so kommt, jetzt liegt Pik Wild vor Stefan. So, es ist ja nur noch ein einziger Voller überhaupt draußen, das ist die Pik 10. Weil 47 liegen und die Pik 10 vermutlich hinter ihm ist und die Herzen natürlich auch noch günstig 2-2 stehen können, ist es also keine Option, jetzt hier die Herz Lusche abzutragen. Hätte er übrigens auch verloren, die Pik 10 war dahinter. Er sticht also, bekommt die Pik Lusche, geht jetzt hier noch weiter über Kreuz oder Herz. Ich weiß jetzt natürlich nicht ganz genau, in welcher Reihenfolge er gespielt hat, ist aber im Prinzip egal. Er kann ja sowieso nichts mehr anderes machen und die Karte ist sowieso geklärt. Hier fliegt jetzt mal die Herz Dame weg, Kreuz Dame, Lusche Lusche, Kreuz Lusche, Lusche Pik Dame, und da steuert das Drama also auf seinen finalen Akt zu. Natürlich, es ist schon zu ahnen, es ist schon zu erkennen, jetzt sitzt der Herz König auch noch zu dritt, und weil wir ja auch wissen, was drin lag, ist es jetzt auch schon klar, dass das Spiel einfach verloren wird. Denn die Pik 10 ist logischerweise in der anderen Hand, und es gibt einen Stich hier noch auf 61, und da ist also dieses Riesenspiel verloren worden. Und ja, trotzdem kann man wohl nicht sagen, dass Stefan hier was falsch gemacht hat. Denn, ganz kurze Seitennotiz, wie hoch ist denn überhaupt die Chance, dass die beiden Kreuz Luschen im Skat liegen? Und das war hier überhaupt die einzige Möglichkeit oder die Grundvoraussetzung erstmal, damit dieses Spiel überhaupt verloren werden konnte. Es sind 22 mal 21 geteilt durch 2, 231 Möglichkeiten, denn 22 Karten fehlen, davon kommt eine in den Skat und von den verbliebenen 21 Karten nochmal eine. Wir teilen das Ganze durch 2, weil es egal ist, ob Karte A oder B zuerst in den Skat kommt. Also 1 zu 231, erstmal überhaupt nur die Chance, dass die beiden Kreuz Luschen im Skat liegen. Dazu noch eine 40% Chance ungefähr, dass Herz 2-2 verteilt ist. Dann noch ein paar Seitenchancen, dass die Vollen anders stehen oder die Bilder
oder dass auch vielleicht Fehler gemacht wird, weil Mittelhand mit einem blanken Kreuzbuben den ersten Stich nicht stechen will. Also ich würde mal sagen, die Chance, dieses Spiel zu verlieren, lag roundabout nur so bei 1 zu 500 und insofern wirklich unglücklich. Warum habe ich euch nun genau diese super extrem krasse Verteilung gezeigt, diesen unglücklichen Spielverlauf? Der Stefan hat in dem Fall ja gar nichts falsch gemacht. Und insofern nenne ich solche Blätter, solche Vorfälle verurteilte Karte. Das heißt, er musste es so spielen, er hat alles richtig gemacht, trotzdem hat ihn das Spiel in den Arsch getreten. Und der Unterschied ist jetzt der, wie man mit solchen Niederlagen umgeht. Und die meisten Spieler ärgern sich natürlich tierisch, sind am Fluchen, sehen sich ein bisschen in der Opferrolle hier, so ein Pech kann nur ich haben und so weiter und so fort. Und das ist genau hier der Fehler. Aus meiner Sicht besteht überhaupt gar kein Grund, sich über so eine Niederlage zu ärgern, denn du hast ja nichts verkehrt gemacht. Und ärgern sollte man sich nur über die Dinge, die man beeinflussen kann. Und insofern, klar, sagt ihr jetzt vielleicht, so ganz stimmt das vielleicht auch nicht, tut es vielleicht auch nicht. Es ist nicht leicht, aber die meisten Spieler ärgern sich tierisch und verlieren dann auch noch den Konzentrationsfaden und setzen dann schlechte Züge fort, und dagegen sind sie dann relativ tolerant, sich selbst gegenüber. Und das ist aus meiner Sicht hier der Hauptfehler. Wenn ihr vorankommen wollt, dann solltet ihr die Verteilung einfach so akzeptieren, wie sie sind. Nicht glauben, dass ihr da verflucht seid, dass ihr in der Opferrolle seid und es euch schlechter geht als allen anderen. Ihr solltet dann lieber darauf achten, da wo ihr beeinflussen könnt, gute Züge zu finden, keine Fehler zu machen, denn das alleine ist der Schlüssel zum Erfolg.